Endrick dreht komplett durch. Hala Madrid, willkommen zurück. Mein Name ist Dennis. Ja, Endrick, der dreht komplett durch. Ja, da kann man richtig gut Fußball spielen, meint er, ne? Und er zeigt es auch. Warum konnte er es bei Real nicht? Weil er kaum gespielt hat. Ja, bleibt erstmal dran. Der Kanal ist neu. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, damit wir hier in Zukunft schön weiter talken können. Ja, Endrick. Ich habe immer schon gesagt, dass dieser Junge sehr gut ist. Wenn nicht das beste Talent überhaupt. Ich habe es einfach null verstanden, warum Ancelotti und auch Alonso ihm nie eine Chance gegeben haben. Wenn Rodrigo nicht gut gespielt hat, der war ja so und so auf der Bank. Wenn Vini nicht gespielt hat oder wenn Vini nicht gut war, hätte man ihn locker einsetzen können. Und nur weil man ihn einmal eingesetzt hat und er nicht gleich getroffen hat, heißt es doch nichts. Der Junge zeigt gerade, was er kann. Und dann kommt noch das Gerücht nämlich noch auf, dass sie ihn wahrscheinlich, oder die Leihe, wenn ich das richtig verstanden habe oder gehört habe, ist mir zu Ohren gekommen, die Leihe verlängern wollen oder die Kaufoption sogar ziehen wollen und ihn langfristig oder für immer erstmal zu behalten. Tja, Real. Da kommen wir dann wieder dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich will ja nicht mal sagen, ich hatte recht. Aber so einen Spieler kannst du nicht abgeben beziehungsweise ausleihen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, es wird vielleicht sehr problematisch, vielleicht sollte man ihn ausleihen, aber ja, wenn einer so gut ist und wenn du seine Statistik, auch bei uns, wenn er denn gespielt hat, die Statistik siehst, habe ich es noch gar nicht oder habe ich es überhaupt nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat vor Vini und vor Rodrigo. Nichts gegen Rodrigo. Ich feiere Rodrigo. Rodrigo ist wirklich gut, wenn er spielt und er gibt auch wenigstens komplett sich immer Mühe und will immer eigentlich alles geben. Keine Frage. Aber Vini, das macht natürlich der Status, der Name, aber Vini hatte so schlechte Spiele und wir wissen ja, wie lange er kein Tor gemacht hat. Da hätte man locker Endrick spielen lassen können mit Mbappé und Rodrigo. Perfekt wäre das gewesen. Es wäre doch einfach perfekt gewesen. Das funktioniert. Oder es hätte funktioniert. Nein, man hat es nicht gemacht. Und jetzt hat man ihn ausgeliehen. Da macht er einen auf Komplettzerstörung. Und das wird auch noch viel besser werden. Das wird einfach komplett. Und daran sieht man vielleicht natürlich das Spielsystem etc. pp. Da gehören viele Faktoren zusammen. Aber ich gönne es ihn. Mich freut das für den Jungen, aber der hätte natürlich gern bei uns gespielt. Das ist doch ganz klar. Und ich kann nur hoffen, dass das Problem jetzt, also dass wir ihn zurückholen, ja, aber der muss er auch spielen. Nicht zurückholen, weil wir ihn nicht gönnen wollen, irgendjemanden anderen oder Olympique Lyon, whatever. Es ist einfach so, dass er denn spielen muss. Und das wird in Zukunft ziemlich schwierig werden, bin ich der Meinung. Weil wer kommt da, wer geht? Und selbst wenn Vini geht, wer kommt dann? Willst du Vini abgeben für Endrick? Fragezeichen. Würdet ihr das machen? Würdet ihr Vini abgeben für Endrick? Würdet ihr Rodrigo abgeben für Endrick? So. Und so weiter. Aber kommt Haaland und so weiter. Das weiß ja alles noch keiner. Und das ist das Schwierige in der Situation. Wenn du ihn zurückholst, das steht fest in meinen Augen, wenn du Endrick zurückholst, wenn du das sagst, nee, wir verlängern die Leihe nicht und wir verkaufen ihn schon erst recht nicht, dann muss der Junge bei uns fest spielen. Du musst ihn, und das möchte er auch. Soweit ich das verstanden habe, möchte er auch auf jeden Fall die Bestätigung haben, dass er spielt. Aber das ist genau wie das mit Arda Güler. Der müsste eigentlich auch real vielleicht sagen, ich möchte auf der 10 spielen. Punkt. Ihr wisst, dass ich da gut bin. Ich möchte auf der 10 spielen. Aber all das, dann kommen diese großen Egos von anderen, obwohl Bellingham ja auch auf der 6 spielen kann und whatever. Aber es ist einfach so, dass das immer rumgezwitscht wird. Und so länger du zwitscht, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Man kann nicht so viel rumzwitschen. Wenn jetzt alles perfekt eingespielt ist, kann man das machen. Aber so nicht. Es muss irgendwo mal was fest sein. Du kannst nicht Tchouaméni auf der 10 spielen lassen. Dann lässt du Bellingham auf der 10 spielen. Und dann lässt du vielleicht zwischendurch mal Arda Güler auf der 10 spielen. Was ist das alles? Das kannst du so nicht handhaben. Und wenn, wie gesagt, Endrick zurückkommt, dann musst du ihnen das Versprechen geben zu spielen. Weil dieses Talent, und man hat es, oder man sieht, erstmal man hat es ja schon bei uns gesehen, wenn er gespielt hat und die Tore und so weiter. Und jetzt sieht man es erst recht, dann sollte man ihn auf jeden Fall sagen, du spielst. Genau.
Das ist ein Thema, wollte ich eigentlich mal ganz kurz erwähnen. Das sollte auch nur, ne, weil wir haben heute das Champions League Spiel. Ich habe ja alles schon die letzten Tage jetzt gesagt. Die Vorberichte kann man ja nicht so viel, ne. Verletzungen bleiben gleich. Rüdiger wird wahrscheinlich nicht spielen. Dafür ist Alaba, glaube ich, fit und so weiter. Aber alle anderen, Trend ist auch, glaube ich, noch, und das steht dann noch in Frage. Aber heute Abend kurz nach 8 werde ich auf jeden Fall mal was zu der Ausstellung sagen, weil ab 1 Stunde vorher werden die ja meistens bekannt gegeben. Und dann werde ich auf TikTok, folgt mir auch gerne auf TikTok, auch derselbe Name, Hala Madrid Dennis. Da werde ich dann mal kurz was zu der Ausstellung sagen und natürlich zu dem Spiel danach. Aber hier wird natürlich morgen, nach dem Spiel, auf jeden Fall was kommen. Und ich hoffe natürlich auf 3 Punkte, auf einen Sieg und auf ein gutes Spiel. Und Arda Güler vielleicht mal einen Start auf der 10, Fragezeichen. Ja, währenddessen, und wenn das so lange noch dauert bis heute Abend, werde ich das Real Madrid Parfüm gleich auflegen. So ist das, so muss das sein. Und dementsprechend, ja, Freunde, schreibt mal unter die Kommentare, was haltet ihr davon? Muss Endrick einen Stammplatz bekommen, wenn er kommt? Beziehungsweise, ihr wisst ja, Real und Stammplätze, aber ihr wisst, ein Versprechen, dass er ausspielt. Und wie geht das Spiel heute Abend aus? Meint ihr, Arda Güler spielt endlich vielleicht mal auf der 10? Wer wird der Spieler des Spiels? Wäre auch interessant. Bin mal gespannt. Ich hoffe mal wieder, dass vielleicht Valverde muss auch richtig um Arda Güler. Keine Ahnung, wir werden sehen, wer spielt. Und ja, oder Mbappé. Mbappé hoffen wir natürlich, dass er weiter Tore schießt, damit er an CR7 seine 17 Tore kratzt. Ne, 11 hat er schon. Bin mal gespannt. Vielleicht heute 1, 2, dann hatten wir 13. Das sieht doch gut aus. Ja, also Freunde, Hala Madrid, und nicht vergessen, mich zu abonnieren. Das würde mich super freuen. Und dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall nach dem Spiel wieder. Und Daumen drücken. Hala Madrid, Freunde.